Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Ich werde tatsächlich wirklich unfassbar häufig gefragt, wie funktioniert Master und Hero in Flive Universe, was sind die Unterschiede zu Flive PC? Und das ist eigentlich extrem simpel, aber da die Frage wirklich sehr häufig kommt und ich habe eigentlich auch schon Videos darüber gemacht, aber dachte ich mir, okay, komm, kurz vorm FEC auch, wo viele Leute wieder auch die Frage stellen werden, brauche ich die Master Quest, muss ich die machen, ab wann kann ich die machen und wie funktioniert das eigentlich? All diese Fragen gucken wir uns jetzt zusammen an. Zuerst mal das Allgemeine, wo findet die Master Quest überhaupt statt, wie funktioniert das grundsätzlich? Zu den Level-Voraussetzungen der einzelnen Quests und so weiter kommen wir noch. Im Endeffekt ist es so, sofern ihr die Voraussetzungen zum Master-Level erfüllt habt, müsst ihr einfach nur nach Darkon 3 gehen, nach Guardian und hier ganz runter, hier ist auch das Dungeon-Symbol übrigens, für Guardian Sanctuary. Und bei diesem Guardian Sanctuary NPC, einfach direkt daneben, steht hier Layla, ja, Master Quest NPC. Sie ist übrigens ein Elementor. Genau, und bei ihr geht das Ganze dann los. Ihr klickt dann einfach auf neue Quest. Und je nachdem, wo ihr gerade seid, mein Charakter ist halt schon Hero, wie ihr sehen könnt. Deswegen habe ich jetzt nicht Master Quest 1, sondern ich habe jetzt Hero Quest 2. Das hängt halt von eurem Fortschritt ab. Also wenn ihr schon was gemacht habt, dann ja, macht ihr da einfach weiter. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste. Die einzelnen Level und so weiter, wie gesagt, die gucken wir uns gleich an. Das Wichtigste, was man bei Master und Hero eigentlich in Flive Universe verstehen muss, ist, es ist ein 100% optionales System. Das ist schon mal der größte Unterschied zu Flive PC. In Flive PC war es so, sobald du 120 mit 99,99 erreichst, musst du die Master Quest annehmen, um jemals über 120 hinauszukommen. Sonst ist Maximallevel 120 und du musstest damals Master machen, dann nochmal auf 120 leveln, dann konntest du zu einem Hero werden und erst dann konntest du weiter leveln. Und in Flive Universe ist es so, das komplette System ist optional. Du musst nicht ein einziges Master-Level machen, es ist alles freiwillig. Das muss man schon mal verstehen. Das ist der größte Unterschied. Dann, wenn man sich dafür entscheidet, Master zu werden, ist es so, ich nehme die Quest an, man hätte es dann an den Char nehmen müssen, aber egal, und dann bin ich wieder Level 60 zum Beispiel, ja, also das könnt ihr euch durchlesen, ist egal. In dem Fall bin ich jetzt 125, weil ich bin ja schon Hero, also wenn ich jetzt die erste Master Quest angenommen hätte, wäre ich jetzt wieder Level 60. So, dann würde ich jetzt einfach Monster töten und wenn ich sage, okay, hab keinen Bock mehr, Master Leveln ist irgendwie, gefällt mir nicht, geht mir zu langsam, macht keinen Spaß, dann gehe ich einfach auf allgemein Meister, es heißt sogar auch bei Hero immer noch Meister, lustigerweise. Klicke hier auf die Master oder Hero Quest, ist egal. Klicke auf Entfernen und bin einfach wieder 180. Und das Geile ist, alles wird gespeichert. Sowohl meine XP auf 180, als auch meine XP auf Master oder Hero wird gespeichert. Also es geht nichts verloren. Man kann das, wann man will, starten und wann man will, wieder abbrechen. Jederzeit. Es gibt keinen Zwang. Es ist 100%ig freiwillig. Zu den allgemeinen Unterschieden noch, was hat man denn genau jetzt konkret für Nachteile? Weil bei Flive PC, gehen wir wieder zurück, wo kommen wir her? Bei Flive PC war es so, wenn du Master bist, halbieren sich deine XP. Und das war es eigentlich. Flive PC, das war der einzige Unterschied. In Flive PC bist du als Master auch stärker geworden. In Flive Universe ist es ein bisschen anders. Erstens ist es nicht nur halbierte XP, es ist auch halbierte Droprate. Das ist ein ziemlich heftiger Einschnitt. Das heißt, als Master Giants hunten, Violets hunten, lohnt sich schon mal grundsätzlich deutlich weniger, weil die Droprate halbiert ist. Ja, man kann sein High-Level-Equipment weiter anbehalten. Ich trage jetzt gerade keins, aber ich könnte jetzt hier so einen 150er Wand tragen oder 145er und könnte den als Master auch noch benutzen. Das ist gleich geblieben. Aber halbe Drops sind schon ein ziemlich heftiger Einschnitt. Und nicht nur halbe Drops, man kann als Master keine Dungeons betreten. Das ist der nächste Einschnitt. Ich kann keine Tower Dailies machen. Tower ist ein Dungeon. Ich kann keine Dungeon Runs machen. Dungeons sind komplett tabu. Alle Dungeons. Bosse und Instanz-Dungeons. Ist alles tabu, du kommst nirgendwo rein. Außer Open World halt. Nur Open World geht. Alles, sobald du irgendwo in den Dungeon reingehst, geht nicht als Master. Wie gesagt, selbst Tower, was viele nicht immer unbedingt als Dungeon anerkennen, aber es ist einer, ist alles tabu, kommst du nirgendwo rein.
Der nächste Einschnitt, auch das ist anders als im FlivePC. Wenn du jemanden leveln möchtest als Master, die maximale Differenz zwischen zwischen Leveler und Leecher beträgt ja 19 Level in Flive Universe. Das heißt, wenn ich jetzt 180 bin, kann ich jemanden leveln, kann ich jeden leveln, der mindestens 161 ist. Als Master kann ich maximal Leute leveln, die 9 Level drunter sind, statt 19. Also, wenn ich jetzt Hero 180 wäre, könnte ich maximal jemanden leveln, der 171 ist. Aber das gilt nur, während ich auch die Quest angenommen habe. Ja? Also sowohl die halbe XP, die halbe Drop, dass ich nicht in Dungeons darf und dass ich Leute nur mit maximal 9 Level Unterschied leveln kann, all das gilt nur, solange ich diese Quest habe. Sobald ich das abbreche, ist das alles vergessen. Das Symbol neben meinem Namen spielt keine Rolle. Auch eine extrem häufige Frage, aber da steht doch Hero Master neben deinem Namen, das heißt doch, du bist Hero Master. Nein, in Flive Universe kann man das einfach abwählen. So, jetzt ist das Symbol weg und es macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist einfach nur ein kosmetisches Ding. Ich kann hier auch ein silbernes Master, obwohl ich 180 bin, obwohl ich Hero bin, kann ich auch ein anderes Masterabzeichen auswählen. Das ist vollkommen egal, das spielt überhaupt keine Rolle. Das war in Flive PC so, da hat das den Indikator gegeben, welches Masterlevel du gerade bist. In Flive Universe schaltet man die Masterabzeichen mit unterschiedlichem Level frei. Und sie haben eigentlich keine Bedeutung mehr. Sie sind reine kosmetische Veränderungen, die man sich halt wie einen Titel an den Namen kleistern kann und damit halt flexen kann. Also es ist im Endeffekt ein Flex-Gegenstand, mehr oder weniger. Und genau, das kann ich frei auswählen. Und hier bei den Symbolen ist es auch ein bisschen anders. Bei Flive PC war es so, sobald du Level 60 bist, bist du der silberne Master, ab Level 70 bist du der orangene und so weiter. Die Reihenfolge der Symbole wurde wurde beibehalten. Allerdings ist es so, dass man diese Symbole immer erst am Ende der Master Quest abschließt. Und eine Master Quest umfasst immer 10 Level. Das heißt, ich bekomme das silberne Symbol erst mit Level 70, nicht mit Level 60. Das ist auch noch so ein kleiner Unterschied, aber da die Dinger ja nur kosmetischer Natur sind, ist das jetzt, sage ich mal, nicht so relevant. Genau. Und das waren eigentlich so die allgemeinen Unterschiede zwischen der Master Quest von früher und heute in Flive Universe. Ja, also man sieht, es sind tatsächlich doch relativ viele Unterschiede, wobei alles irgendwo auch miteinander zusammenhängt. Und das Wichtigste, was man einfach verstehen muss, ist, Master Quest und dein normales Level haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei komplett separate Systeme und 100%ig freiwillig. Du kannst, wenn du keine Lust darauf hast, wenn du das nicht möchtest, kannst das Master und auch dann das Hero-System, was auf dem Master-System aufbaut. Also Master und Hero ist das gleiche. Master endet halt dann mit 120 und dann geht es halt mit Hero weiter. Also Master und Hero ist für mich einfach das gleiche. Also wenn ich Master sage, meine ich immer Master und Hero übrigens. Du kannst das komplett ignorieren. Es hat Auswirkungen, da kommen wir jetzt gleich zu, welche Belohnungen das Master-System in Flive Universe denn dann bietet. Aber es ist 100%ig freiwillig. Genau, stimmt. Eine Sache noch, bevor wir zu den Belohnungen kommen, ist, in Flive Universe, auch das ist eine häufige Frage, hat man keinerlei Vorteile durch das Master-System im Sinne von bessere Stats oder andere Skills. Also in Flive PC war es ja so, du hast dann 3 Stat-Punkte bekommen. Das heißt, von 60 bis 120 bist du mit jedem Level up um einen Stat-Punkt quasi stärker geworden als die Nicht-Master-Variante. Und du hattest spezielle Master-Skills. All das gibt es in Flive Universe nicht. Du kannst zwar, wie gesagt, ein High-Level-Equipment als Master benutzen, du wirst aber als Master nicht stärker. Also es hat keine permanenten Auswirkungen auf deinen Charakter. Ich mit dem Hero-Symbol bin genauso stark oder schwach, wie ich ohne das Hero-Symbol, also ohne, dass ich jemals Master gemacht habe. Das hat höchstens geringfügige Auswirkungen bzw. Belohnungen und die gucken wir uns jetzt an. Und dazu nehmen wir Flivepedia zur Hilfe. Und hier kann man jetzt leider nicht direkt nach den Master-Dingern filtern. Allerdings ist es so, dass wir hier einfach Master eingeben und nach Level sortieren. Und dann sehen wir Folgendes. Also, die erste Master-Quest startet mit Level 120 und man sieht, gibt uns keine Belohnung. Die einzige Belohnung ist das Symbol, das silberne Masterzeichen, das jetzt hier nicht abgebildet wird. Die zweite Master-Quest, die startet auf 123. Ja? Das heißt, man muss immer ein höheres Level erreichen, um die Quest überhaupt annehmen zu können. Und so geht das Ganze dann weiter. Also Quest 1 ist quasi 60 bis 70 Silber, Quest 2 ist 70 bis 80 Orange, Quest 3 ist 80 bis 90 Rot,
Quest 4 ist 90 oder 91 entsprechend. Also die Level, die du leveln musst, von 90 auf 100. Dann lila, dann dann rot, dann lila und dann Gold. Und so funktioniert das letztendlich. Und ihr müsst 135 sein, um alle Master Quests abzuschließen. Hero kommen wir gleich noch zu. Und dafür kriegt ihr, wie gesagt, die Symbole. Silber, Orange, Grün, Rot, Lila, Gold. Ich glaube, ich habe eins vorher vergessen oder doppelt gesagt. Das sind die einzigen Belohnungen. Das heißt, ihr levelt von 60 bis 119 und kriegt effektiv eigentlich gar nichts. Ja? Deswegen sage ich immer, Master ist Zeitverschwendung. Für die letzte Quest, ja, für die goldene Quest dann, also wenn ihr wirklich 120 erreicht, ist die erste Ausnahme. Da bekommt ihr dann ein permanentes CS-Pad, den Tamed Bolo. Das ist ein permanentes CS-Pad, das man sich in-game Free-to-Player spielen kann. Die Voraussetzung ist allerdings, ihr müsst 135 sein und ihr müsst tatsächlich Level 120 Master erreichen. Also erst 135, dann 120 Master. Da reden wir von hunderten Spielstunden. Wer bis dahin kein CS-Pad hat, hat sich wahrscheinlich schon längst die Kugel gegeben. Sind wir mal ehrlich. Also es ist nicht wirklich so eine krasse Belohnung, wie es sich anhört. Und dann gibt es noch den Master Cloak, den habe ich auch schon gerade getragen. Das ist der hier. Ja, der sieht nicht schlecht aus. Ist quasi der Bruder vom Skeleton Devils Cloak aus Flive PC. Und das hier ist der Tamed Bolo. Also das hier sind die Master 120er Item-Belohnungen. Genau. Und wenn man das gemacht hat, schaltet man dann die erste Hero-Quest frei. My bad, man konnte by the way doch filtern. Ich habe es noch nicht gecheckt, jetzt habe ich es hinbekommen. Genau, also das hier oben sind die Master-Quests. Ja, wenn wir die alle gemacht haben, alles Roger. Und dann geht's weiter. Also wir haben jetzt hier 120 erreicht und das ist unsere 120er-Belohnung. Dann, ja, geht's weiter, müssen wir 140 erreichen, also man muss 140 sein, um Hero zu werden. Also um 125 Master zu sein, musst du vorher normales Level 140 erreichen und dann kannst du die Hero Quest annehmen. Wenn du die erreichst also wenn du 125 erreichst und 100 Symbol of Shade bringst, dann wirst du zum Hero. Und was das bringt, ist eine zweite Stat-Page, ja. Die wird tatsächlich hier nicht erwähnt, wenn ich das richtig sehe. Aber es ist so, dass du die bekommst. Also ich kann es euch hier auch nochmal zeigen, wie das dann aussieht. Ihr drückt dann auf Taste H. Und hier steht jetzt aktuelle Stat-Seite 2. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, kommt aktuelle Stat-Seite 1. Also so funktioniert das Ganze dann. Und diese zweite Stat-Page, ja, also ich habe auch nicht den Battle Pass gekauft, ja, die bekommt ihr eben von der Master Quest, beziehungsweise in dem Fall die erste Hero Quest, wenn ihr 125 erreicht, also diese erste New Hero Quest abgeschlossen habt, bekommt ihr diese zweite Stat Page. Danach geht es aber dann tatsächlich noch weiter, also ich bin ja aktuell 125 Hero, ja, es geht dann noch weiter. Wenn ihr 140 erreicht, das ist Hero Grade 2, da müsst ihr Hero 140 erreichen, da bekommt ihr dann ein Card and Dice Bag. Der ist permanent. Danach geht's weiter. Wenn ihr Hero 160 erreicht, bei der Hero Grade 3, da bekommt ihr ein Extended Motions Set. This package contains 9 Motions. Also Motions sind diese Teile auf Taste O. Super wichtig. Und ihr bekommt ein Dark Dragon Set, was eins von den Drachenkönig-Sets ist aus Flive PC. Einfach nur die schwarze Variante davon. Zugegebenermaßen sieht ziemlich cool aus, aber man muss dafür auch Hero 160 erreichen. Und dann geht's noch weiter, dann gibt's noch eine Hero Grade 4 Quest. Die ist, dass man Hero Level 180 erreicht. Ja? Also Reach Level 180 und damit ist eben Hero gemeint. Um das machen zu können, muss man erstmal 180 normal sein. Und da muss man noch 180 Hero erreichen. Und dafür gibt es anscheinend keine Belohnung, außer wieder ein Symbol. Also die Symbole habe ich jetzt hier tatsächlich wieder vergessen. Für das erste gibt es das goldene Haar, für das zweite das blaue, für das dritte das lilane oder violette. Und für das vierte gibt es dann ein S, ein goldenes S. Und das war's anscheinend. Also alles in allem kann man sagen, ein Gesamtzeitaufwand von 60 Master bis 180 Hero von wer weiß wie vielen 100 Stunden, vor allem wenn man es nicht auf dem FEC-Server macht. Und im Endeffekt alles, was man dafür bekommt, ist ein CS-Pad, kosmetische Gegenstände,
ein kleiner Card- und Dice-Bag mit 10 Plätzen, was ehrlich gesagt ziemlich wenig ist. 10 Plätze ist nicht sehr viel. Und eine zweite Stat-Page. Und deswegen sage ich immer, wenn man eine zweite Stat-Page haben möchte, dann lohnt sich Master. Ansonsten Finger weg davon, komplette Zeitverschwendung. Der einzige Grund, es jemals zu machen, der einzige logische Grund, es jemals zu machen, ist tatsächlich die zweite Stat-Page, die, wie gesagt, das ist diese Quest hier in der Mitte zwischen den Items. Also Hero 125 erreichen, dafür braucht man mindestens Level 140 Non-Master. Alles andere ist meiner Meinung nach Zeitverschwendung. Letztendlich muss es jeder selber wissen, ob es ihnen für den Flex das wert ist, sozusagen zu können, ich bin Hero 160, ja, damit kann ich fett flexen, damit bin ich der Coolste, der Stärkste unter meinen Kollegen oder so. Muss jeder selber wissen, aber rein objektiv, du bekommst die gesamte Zeit nur die Hälfte deiner Drops und so weiter und so fort. Es erschließt sich mir nicht, warum man da hunderte Stunden reinsinken sollte, außer eben für die Stat-Page. Genau. Und ja, das waren hoffentlich alle Unterschiede zwischen Master und Hero, zwischen Flyve PC und Flyve Universe. Es gibt doch relativ viel, aber das meiste ist, wenn man sich einmal damit befasst hat, eigentlich schon sehr schnell erklärt, sehr selbsterklärend. Aber ich habe es jetzt mal probiert, sehr ausführlich zu erklären und ich hoffe, damit ist euch jetzt alles klar, was das Master- und Hero-System angeht und wie es funktioniert. Und was es für Vorteile bringt oder ob sich das für euch lohnt oder eben nicht. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und auch ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Flyve Universe Video wiedersehen. Schaut außerdem gerne im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.